2022. In meinem ersten Badlands-Video habe ich euch mitgenommen vom Start in Granada durch wunderschöne Landschaften nach Gorafe, dort gab es Mittag, weiter durch die Gorafe-Wüste nach Pozo Alcón. Ein früher Start führte uns nach Goa und dann folgte eine Durststrecke ohne Versorgungsmöglichkeiten und die lange Sandwüste, ein trockenes und sandiges Flussbett, bis wir schließlich in Tabernas geschlafen haben. Ja, und hier steigt jetzt das zweite Video ein. Von Tabernas geht's ans Meer, am Meer entlang nach Almería, von dort hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, bis zum Ziel nach Capileira. Guten Morgen. Wir packen gerade schon unser Zeug und dann geht's gleich los auf die letzten, keine Ahnung, 350 oder so. Es wird schon langsam hell. Wow. Und es ist richtig warm. Puh. Und das zu dieser Uhrzeit. Das verspricht ein heißer Tag zu werden. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche davon sieht, aber wir fliegen gerade voll die Fliegen um mich rum. Das nervt übelst. Und ich habe Hunger. Danke, Wiebke, für die Gummitiere. Gerade ist eins davon in meinem Mund. Ich bin hier ganz klein zu sehen, aber viel krasser natürlich diese ganzen Gewächshäuser. All das Weiße, was ihr da im Hintergrund seht, das sind alles Gewächshäuser. Und das ist noch nicht die krasseste Stelle. Einfach mal Satellitenbilder von Südspanien anschauen, das ist schon heftig. Zeit für Frühstück. Mega lecker war das hier. Dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, anzuhalten und zu warten. Noch 304 Kilometer. Mal sehen, wann wir dann am Ziel sind. Und ob wir es schaffen ohne Schlaf in der letzten Nacht. Eigentlich hatte ich gar keine Bedenken, dass wir es schaffen würden, durch die Nacht zu fahren. Klar hatte ich Respekt, vor allem vor der langen Dunkelheit, und die anderen hatten ebenso Respekt davor, gar nicht zu schlafen. Wenn man sich nach dem Radfahren fragt, warum man Muskelkater in den Oberarmen hat, darum. Das Meer. Und kurz darauf direkt ein Single Trail mit ein ganz kleines bisschen technischen Abschnitten. Sehr schön. Da habe ich Spaß. Jedenfalls technisch, wenn man in einer Hand die Kamera hält. Aber denkt dran, noch was? 24 Stunden. Ich hoffe weniger. Vor 16 Uhr müssen wir ankommen, Rest egal. Die nächste Pause. Essen, trinken, Wasser auffüllen. Das Übliche stand an. Stefan.
einiges später als erwartet erreichten wir Almeria. Dort gab es dann Pizza und wir füllten unsere Vorräte in einem Supermarkt auf. Und dann ging es weiter auf den, wie Nils uns schrieb, schwierigsten Teil von Badlands. Gerade gab es eine Pizza in Almeria und jetzt geht's weiter. Jetzt soll der schlimmste oder der anstrengendste Teil kommen. 200 Kilometer sind es noch mit 5000 Höhenmetern. Mal schauen, ob das durch die Nacht jetzt geht. Erstmal gab es aber noch einen Platten, der ließ sich zum Glück mit einem Tubeless-Flicken schnell reparieren. Dafür machte die Luftpumpe ein paar Probleme, der ganze Staub tat ihr nämlich anscheinend nicht so gut. So, wir schlafen jetzt hier irgendwo. Hier ist Gras, das ist bestimmt super weich für meine Unterlage. Ich laber mit meiner Kamera. Ich hatte auch irgendwelches Zeug in meine Taschen gepackt. Das würde ich aber später noch das ein oder andere Mal in Frage stellen. Also ich habe ja gesagt im ersten Video schon, dass ich meine Ausrüstung immer mal wieder in Frage gestellt habe. Zum Beispiel auch mein Schlafsetup. Ich hatte eine Unterlage dabei, eine Downhose, eine Jacke, keine Isomatte und keinen Biwaksack, aber eine Rettungsdecke. Ich habe beim Packen 100 Mal hin und her überlegt, ob ich den Schlafsack nehme oder die Downhose mit Jacke. Ich habe mich dann für Downhose und Jacke entschieden und wollte eigentlich noch einen Biwaksack mitnehmen, ja, um mich da im Notfall, wenn es zu kalt ist, reinlegen zu können. Und ich habe mich gegen eine Isomatte entschieden, weil ich dachte, naja, ich lege mich wahrscheinlich erst hin, wenn ich so müde bin, dass ich überall schlafen kann. Oder meine bevorzugte Variante wäre dann ein Hotel zu nehmen, weil ich da besser schlafe. Was ich nicht dabei hatte, war eine Unterhose. Super, wenn man mit mehreren Leuten ein Zimmer im Hotel teilt. Ich hatte dann noch zum Glück eine zweite Radhose dabei, die ich anziehen konnte zum Schlafen. Aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich dabei nicht. Ich war einfach beim Packen nicht ganz auf der Höhe und konnte keine Entscheidungen fällen. Also habe ich einfach irgendwas random eingepackt, in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Also letztendlich bin ich im Ziel angekommen. Ganz schlecht war es nicht, aber es hätte besser sein können. Eigentlich war es auch ohne Isomatte ganz bequem. Wirklich geschlafen habe ich aber trotzdem nicht. Wind kam auf und raschelte permanent mit meiner Rettungsdecke. Außerdem war die Decke gar nicht atmungsaktiv, logischerweise. Und innen drin wurde es alles nass. Die Nächte sind einfach so lang. 113 Kilometer sind es noch und es endet einfach nicht. Puh. Es ist echt anstrengend. Es ist wirklich schön, aber ich bin gerade nicht sicher, ob es Spaß macht. Aber es ist schön, landschaftlich. Zeit für ein bisschen Musik. Es ist einfach mega anstrengend. Ich will einfach nur am Ziel sein. Schön ist trotzdem. Die anderen waren irgendwo weit vor mir. Ich dachte, ich würde sie nie wiedersehen. Also erst am Ziel. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass diese Musik mir so viel Energie geben würde. Mit der Musik in den Ohren ging es plötzlich viel leichter und ich konnte Kraft in die Pedale drücken und überholte die anderen bald. Das müsste gleich oben sein. Ich war schon an so vielen Feigenbäumen vorbeigefahren. Jetzt musste ich einfach mal anhalten und mal schauen, wie die so direkt vom Baum schmecken. Asphalt, wie geil.
Gut 45 noch und 1200 Höhenmeter. Aber erstmal noch eine Pause am Supermarkt. Danke Steffi für die Happy Hardcore Playlist. Die pusht mich hier die Berge hoch. Knapp 18 Kilometer noch. Die Stelle am Schulterblatt tut gerade wieder richtig weh. Deshalb filme ich nur noch ganz kurz. Am Ende kam natürlich noch ein Mini-Hike bei. Super anstrengend. Aber schön. Hallo. 12 Kilometer noch. Well done, guys. So, Zeit für die Mütze. Ich bin nämlich im Ziel. Mein Fazit zum Badlands, das war eine super schöne Landschaft. Von den Gravelwegen eigentlich alles fahrbar. Klar, der Sand war anstrengend, viele haben da auch geschoben. Einige Anstiege waren super schwer, weil sie super steil waren. Aber insgesamt gab es wenig technische Passagen. Da war das Seven Serpents zum Beispiel viel anspruchsvoller. Am Ende dachte ich mir, vielleicht ging es mir beim Seven Serpents besser, weil das erstens mein erstes Event war, weil ich überhaupt gar nicht dachte, dass ich so gut vorwärts kommen würde und ja, positiv überrascht war von mir selbst. Und weil ich auch keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil ich permanent gucken musste, wo Steine sind, wo ich langfahren kann. Und das war beim Badlands anders, da war alles so smooth und die meiste Zeit rollte es super gut. Auch wenn es vielleicht sehr langsam war berghoch, aber man konnte bergab zum Beispiel auch mal rollen lassen, was beim Seven Serpents selten der Fall war. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich da einfach irgendwie mental ein bisschen mehr zu kämpfen hatte. Aber wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich es doch auch nochmal probieren. Ein zweites Mal.